Hallo allerseits und willkommen zum dritten Teil meines Bauberichts zum Diorama mit dem Titel Der Zusammenstoß. Im vorherigen Teil haben wir den T34 und das Stuck 3 zusammengebaut. Jetzt geht es an die BMW R12, den Dioramasockel und die Figuren. Fangen wir mit der BMW R12 von IBG Models an. Normalerweise hätte ich auf die sehr schöne und mir bereits bekannte R12 von Svesta zurückgegriffen, aber die habe ich schon so oft gebaut und mich hat einfach mal das Gegenstück von IBG interessiert. Der Bausatz stammt aus dem Jahr 2009 und sieht auf den ersten Blick sehr ausgeklügelt und detailliert aus. Die Bauanleitung ist wie bei IBG typisch nicht sehr übersichtlich gestaltet, hier ist also Vorsicht geboten. Zuerst sollen die 4 Reifen zusammengeklebt werden, 2 für das Motorrad, ein Reifen gehört zum Beiwagen und der 4. Reifen ist das Reserverad. Jeder Reifen ist unterschiedlich und man muss hier genau darauf achten, die jeweiligen Bauteile nicht zu verwechseln. Durch die recht große Teileanzahl ist der Detailgrad recht gut, aber leider passen die Teile oft nur schlecht. Es sind Klemmen notwendig, um die Reifen zusammenzuhalten. Auch der Motorblock besteht aus vielen Teilen, aber hier passt alles relativ gut zusammen. Es spricht nicht gerade für den Bausatz, dass ich bereits an dieser Stelle schon ein wenig die Schnauze voll hatte und stattdessen lieber mit dem vermeintlich einfacheren Beiwagen weitergemacht habe. Die Zelle des Beiwagens besteht aus 2 Hälften und dem Gepäckraumdeckel. Auch hier wollte nichts so recht zusammenpassen. Der sehr grobe Formversatz an der Klebenaht musste sogar abgefeilt werden. Danach wurde alles noch sorgfältig verschliffen. Von IBG Models habe ich jedenfalls schon Besseres gesehen. Zum Schluss wurde der Beiwagen noch mit der Federung, der Achse, dem Schutzblech und dem Reifen komplettiert. Nun konnte es wieder mit dem Motorrad weitergehen. Allerlei lustige Pfeile bezeichnen die Stellen, an denen wir diverse Teile am Rahmen befestigen sollen. Da die Abbildung recht verwirrend ist, empfehle ich hier schrittweise vorzugehen. Zuerst habe ich die Verbindungsstücke zwischen den beiden Rahmenteilen einseitig angeklebt. Danach wurden die einzelnen Komponenten gebaut, wie zum Beispiel der Tank oder das hintere Schutzblech. Auch am Schutzblech müssen wir uns wieder um sehr unschöne Nahtstellen kümmern. Eigentlich benutze ich die Feile nur selten, aber an diesem kleinen Modell gab es wirklich einiges zu feilen und zu schleifen. Jetzt können wir anfangen, den Rahmen allmählich mit seinen ganzen Kleinteilen vorsichtig zusammenzusetzen. Hier passte alles recht gut zusammen und ich habe anschließend auch schon gleich den Lenker zusammengebaut und angeklebt. Ab da war das Schlimmste geschafft und der Zusammenbau verlief wesentlich einfacher. Die kleinen Anbauteile ließen sich ohne Probleme ankleben und auch die Bauanleitung ließ hier keine Fragen offen. Für die Befestigung des Beiwagens am Motorrad empfehle ich Sekundenkleber. Die Klebewirkung von Tamiya Extra Thin wäre zu schwach und der Revell Contacta braucht einfach zu lange zum Trocknen. Um das Modell interessanter zu machen, wollte ich gleich auch schon die Zuladung befestigen. Das MG34 des Bausatzes ist leider komplett unbrauchbar und sieht nur mit viel Fantasie wie die echte Waffe aus. Deshalb habe ich es durch ein schöneres Teil von Dragon ersetzt. Auch die übrige Zuladung kommt zum Großteil von Dragon, bis auf die zusammengerollte Plane auf dem Sozius. Die kommt, glaube ich, von der R12 von Svesta.
Damit wäre der Rohbau der R12 abgeschlossen. Ich muss leider sagen, dass mir der Zusammenbau dieses Modells wenig Freude gemacht hat, weil der Bausatz viel zu kompliziert ist und obendrein auch nicht gut zusammenpasst. Meine Empfehlung für alle, die eine R12 in 1:35 bauen wollen: nehmt die von Svesta. Deren Zusammenbau ist zwar auch nicht ganz einfach, aber immerhin passt alles besser zusammen und man bekommt auch noch Figuren mit dazu. Der Detailgrad ist außerdem auch noch etwas höher, finde ich. Der Mehrpreis von ca. 2 Euro sollte nicht der Rede wert sein. Nun können wir den Dioramensockel bauen. Als Basis eignet sich eine rechteckige Holzplatte oder ein Bilderrahmen am besten. Die Schwierigkeit ist immer, etwas von passender Größe zu finden. Der Sockel sollte für die Fahrzeuge weder zu klein noch zu groß sein. Alles muss draufpassen, ohne dass es überladen wirkt. Es sollte auch keine großen leeren Bereiche geben. Außerdem empfiehlt sich eine leicht schräge Anordnung der Komponenten, das wirkt optisch einfach interessanter. Da ich nur in den seltensten Fällen ein Holzbrett in passender Größe bereits parat habe, schneide ich mir die Holzbretter zumeist selbst mit der Bandsäge zu. So bekomme ich immer eine Grundplatte mit den idealen Maßen. Ein Diorama wirkt wesentlich edler und interessanter, wenn es über einen leicht erhöhten Rahmen verfügt. Deshalb bauen wir uns so einen Rahmen aus Balsaholzplatten. Zuerst wird das Balsaholz passend zugeschnitten und danach mit Holzleim seitlich an das Holzbrett geklebt. Etwas Klebeband hält den Rahmen zusammen. Danach werden Styroporplatten eingeklebt. Auch hierfür ist der Holzleim ideal, weil er das Styropor nicht angreift. Wie man sieht, bin ich mit dem Leim nicht sparsam. Hier gilt die Regel: viel hilft viel. Klebeband hält auch hier wieder alles in Form, bis der Leim getrocknet ist. Hierfür verwende ich gerne das blaue Malerband von Tesa, weil es über gute Klebekraft verfügt und sich dennoch leicht wieder ablösen lässt. Wie man sehen kann, sind die Ecken des Sockels nicht sehr schön, weshalb ich diese immer von Hand zuschleife. Manchmal ist es auch notwendig zu spachteln, dafür kann man zum Beispiel normalen Holzspachtel benutzen. Den so entstandenen Sockelrohling kann man nun durch Zuschneiden in die gewünschte Form bringen. Mir gefällt es sehr, wenn auch der Rahmen der Geländekontur folgt. Das Balsaholz des Rahmens lässt sich auch im geklebten Zustand noch gut bearbeiten. Man könnte natürlich auch die Kontur der Rahmenplatten schon vorab festlegen, aber das ist nicht so leicht, wie man meinen könnte. Die Form erst später festzulegen ist wesentlich einfacher. Wie man sehen kann, ist es eine ziemliche Sauerei mit den ganzen Styroporschnipseln, aber wofür gibt's denn sonst Besen und Staubsauger?
Und so sieht der fertig zugeschnittene Sockel aus. Nun können wir mit dem Untergrund für unser Diorama weitermachen. Zuerst trage ich auf das Styropor eine Schicht Reparaturmörtel von PCI auf. Das sorgt für einen festen und griffigen Untergrund für alle weiteren Arbeiten. Der Mörtel wird einfach mit etwas Wasser angemischt und anschließend auf das Diorama gestrichen. Hierbei braucht man noch nicht allzu sehr ins Detail zu gehen. Es genügt, wenn das Styropor gleichmäßig mit Mörtel überzogen wird. Alternativ kann man bei diesem Schritt auch Gips verwenden, aber der hat nicht ganz dieselbe Festigkeit und auch nicht dieselbe Griffigkeit. Die Trocknungszeit hängt von der Art des jeweiligen Mörtels ab. In meinem Fall braucht es ungefähr 24 Stunden, bis der Mörtel hart ist. Als nächstes werden wir das Gelände nun detaillierter ausformen. Dafür verwende ich sehr gerne lufttrocknende Modelliermassen, wie etwa Fimo Air Basic von Staedtler oder Modelliermasse von Casa Deco. In der Vergangenheit habe ich fast ausschließlich mit Fimo Air Basic gearbeitet, dieses Mal möchte ich aber stattdessen mal die Modelliermasse von Casa Deco ausprobieren. Die Anwendung beider Modelliermassen ist absolut gleich. Das Zeug lässt sich sehr einfach mit den Fingern auftragen und verstreichen. Am besten benetzt man seine Hände vorher mit etwas Wasser. Der raue Mörtel bildet einen sehr guten Haftgrund für die Modelliermasse. Auch hier sollte man die Modelliermasse ungefähr 24 Stunden trocknen lassen, bevor es weitergehen kann. Diese Zeitspanne können wir gut für den Zusammenbau unserer Figuren nutzen. Die Szene, die wir hier darstellen möchten, ist stark an ein Foto angelehnt, auf das wir schon in Teil 1 dieser Serie eingegangen sind. Darauf zu sehen sind ein paar deutsche Soldaten, die teils vor den beiden Fahrzeugen zusammenstehen oder die Wracks näher untersuchen. Es gibt zwar Figuren zu kaufen, die der Sache recht nahe kommen, aber die Posen einiger Figuren bekommt man nur durch kleinere und größere Umbauten. Man könnte natürlich die Figuren auch alles selbst modellieren, aber das ist eine Fähigkeit, die ich bisher noch nicht gemeistert habe. Deshalb bleibt bis auf weiteres nur der Umbau von Figuren. Zum Glück verfüge ich über ein recht großes Sammelsurium an Figurenteilen und Figurenbausätzen, sodass ich fast immer die passenden Arme oder Köpfe durch längeres Wühlen in der Restekiste finden kann. Das nimmt zwar einige Zeit in Anspruch, macht aber auch Spaß. Außerdem sind die Figuren am Ende alles Einzelstücke. Man sollte nur darauf achten, dass die Proportionen der Körperteile zueinander passen. Zum Beispiel sind die Figuren von Tamiya meistens recht klein, die von Academy aber viel zu groß. Manche Hersteller bieten Figuren an, deren Teile mit anderen Herstellern recht gut kompatibel sind. In meinem Fall habe ich auf Figuren und Figurenteile von Dragon, Mini-Art, Masterbox, ICM und TriStar zurückgegriffen. Die sind von der Optik und Größe her alle recht ähnlich.
Natürlich ist hierbei immer mit Lücken oder Passproblemen zu rechnen, selbst bei Figuren, die man einfach aus der Schachtel baut. Man kommt um das Spachteln meistens nicht komplett herum. Hierbei ist es allerdings nur selten notwendig, die Spachtelmasse zu zücken, denn in der Regel reicht das sehr praktische Mr. Surfacer Flüssigspachtel aus. Dieser lässt sich einfach mit dem Pinsel auftragen und füllt zuverlässig kleinere Spalten. Das Verschleifen kann man sich üblicherweise auch sparen. Zu guter Letzt werden nun noch die Ausrüstungsgegenstände an die Figuren geklebt, also Munitionstaschen, Feldspaten, Brotbeutel, Waffen und so weiter. Hierfür greife ich sehr gerne auf die Ausrüstungsgegenstände aus der Gen 2-Reihe von Dragon zurück, die im Maßstab 1:35 fast unübertroffen sind. Auch davon habe ich reichlich in der Restekiste. Die Tragegurte für die Waffen liegen den Figurenbausätzen allerdings nur in seltenen Fällen als Fotoätzteile bei, weshalb man diese meistens selber anfertigen muss. Das funktioniert aber sehr einfach mit Papier. Ich habe festgestellt, dass sich das etwas festere, leicht glänzende Papier von ICM-Bauanleitungen dafür am besten eignet. Dazu schneide ich mir einen dünnen Streifen Papier ab und klebe diesen mit Sekundenkleber an das eine Ende des Gewehrs. Danach wird die ungefähre Länge des Gurtes abgeschätzt und entsprechend an das andere Ende des Gewehrs geklebt. Das überstehende Stück Papier wird dann abgetrennt und der Papiergurt anschließend in Form gebracht. Sobald die Form stimmig ist, wird der Gurt mit etwas Sekundenkleber getränkt. Dadurch wird das Papier sehr widerstandsfähig und lässt sich später auch gut bemalen. Diese Methode eignet sich auch gut, um geschulterte Gewehre darzustellen, wie man bei diesem Gradmelder sehen kann. Der teilweise aufgeprägte Gurt wurde einfach mit dem Papierstreifen überklebt. Damit wäre der Rohbau für dieses Diorama komplett abgeschlossen. Alles ist jetzt bereit für die Lackierung. Ich habe zum einen darauf geachtet, dass die Szene möglichst nahe an das Vorbildfoto herankommt, und zum anderen wurde alles so arrangiert, dass es optisch interessant aussieht und keine großen leeren Räume übrig bleiben. Jede Figur interagiert in irgendeiner Weise mit einer anderen Figur oder mit den Fahrzeugen, weshalb ich hoffe, dass das Diorama am Ende sehr naturgetreu aussieht. Als Verzierung für den Sockel werden später diese beiden Abzeichen dienen. Hierbei handelt es sich um billige Reproduktionen, die praktischerweise auch eine sehr ähnliche Größe haben. Damit wären wir am Ende des dritten Teils dieses Bauberichts. Im nächsten Teil wird es dann um die Bemalung und Alterung des T-34 gehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Hamika Barkas.